Deutsch lernen kann manchmal herausfordernd sein, besonders wenn es um Konjunktionen geht. Heute lernen wir 4 sehr wichtige Doppelkonjunktionen: weder, noch, entweder, oder, einerseits, andererseits und je, desto. Diese Ausdrücke helfen dir, komplexere und schönere Sätze auf dem Niveau B1 bis B2 zu bilden. Lass uns sie Schritt für Schritt mit Bedeutung, Satzstruktur und Beispielen lernen. Eins weder noch. Weder noch bedeutet, dass zwei Dinge nicht zutreffen. Es ist eine Verneinung von zwei Elementen. Weder noch verbindet zwei gleichwertige Satzteile, zum Beispiel zwei Substantive, Adjektive oder Verben, aber nicht zwingend zwei vollständige Nebensätze mit Verbposition. Erste mit Substantiven. Beispiele: Ich mag weder Kaffee noch Tee. Ich mag weder Kaffee noch Tee. Zweites mit Verben. Wir haben weder gelesen noch geschrieben. Wir haben weder gelesen noch geschrieben. Dritte mit Nebensätzen. Weder hat er mich angerufen, noch hat er mir geschrieben. Weder hat er mich angerufen, noch hat er mir geschrieben. Weder der Chef noch die Kollegen haben mir geholfen. Weder der Chef noch die Kollegen haben mir geholfen. Ich esse weder Fleisch noch Fisch. Ich esse weder Fleisch noch Fisch. Weder heute noch morgen habe ich Zeit. Weder heute noch morgen habe ich Zeit. Er hat weder angerufen noch eine Nachricht geschickt. Er hat weder angerufen noch eine Nachricht geschickt. Weder die Prüfung noch die Hausaufgaben waren leicht. Weder die Prüfung noch die Hausaufgaben waren leicht. Zwei entweder oder. Entweder oder drückt eine Alternative oder Wahlmöglichkeit aus. Nur eine von zwei Möglichkeiten ist richtig. Entweder oder stellt zwei oder mehr Alternativen dar, A oder B. Es kann sich um echte Alternativen handeln, exklusiv, oder um Möglichkeit A oder auch B, inklusiv, je nach Kontext. Wichtig: Wortstellung. Normaler Satzbau. Entweder vor der ersten Alternative oder vor der zweiten. Verbindet Nomen, Pronomen, Infinitiv oder ganze Sätze. Häufige Fehler: Kommaregeln. Wenn ganze Hauptsätze verbunden sind, kann ein Komma stehen. Bei kurzen Verbindungen oft kein Komma. Das ist stilistisch. Für B1: Komma ist erlaubt, aber nicht Pflicht bei zwei Hauptsätzen mit oder. Entweder du kommst jetzt oder wir fahren ohne dich. Entweder du kommst jetzt oder wir fahren ohne dich. Wir können entweder heute Abend essen gehen oder zu Hause bleiben.
Wir können entweder heute Abend essen gehen oder zu Hause bleiben. Entweder lässt du das Handy aus oder du störst die anderen. Entweder lässt du das Handy aus oder du störst die anderen. Du kannst entweder Kaffee oder Tee nehmen. Du kannst entweder Kaffee oder Tee nehmen. Entweder er hat den Schlüssel verloren oder er hat ihn irgendwo liegen lassen. Entweder er hat den Schlüssel verloren oder er hat ihn irgendwo liegen lassen. 3 einerseits, andererseits, einerseits, andererseits verwendet man, um zwei gegensätzliche Aspekte einer Sache darzustellen, oft um abzuwägen, Pro und Contra. Typisch in Argumentationen. Wichtig: Wortstellung. Beide Teile stehen meist am Satzanfang oder in der Mitte. Man trennt die Teile normalerweise mit einem Komma. Stilmittel für Kontrast, Gegenüberstellung. Häufige Fehler: Nicht beide Seiten wirklich kontrastierend verwenden. Also beide Aspekte müssen sichtbar verschieden sein. Komma und Satzbau beachten. Einerseits, andererseits ist idiomatisch. Einerseits möchte ich sparen, andererseits brauche ich ein neues Handy. Einerseits möchte ich sparen, andererseits brauche ich ein neues Handy. Einerseits ist die Arbeit interessant, andererseits sehr anstrengend. Einerseits ist die Arbeit interessant, andererseits sehr anstrengend. Einerseits bietet das Studium viele Chancen, andererseits kostet es viel Zeit. Einerseits bietet das Studium viele Chancen, andererseits kostet es viel Zeit. Man kann einerseits die Vorteile sehen, andererseits die Risiken nicht ignorieren. Man kann einerseits die Vorteile sehen, andererseits die Risiken nicht ignorieren. Einerseits will sie Karriere machen, andererseits möchte sie mehr Freizeit. Einerseits will sie Karriere machen, andererseits möchte sie mehr Freizeit. 4 je desto oder je umso. Je desto, häufig auch je umso, ist die Komparativkorrelation. Je plus Komparativ oder Adverb. Desto plus Komparativ drückt aus, je mehr A, desto mehr B. Beide Teilsätze sind Hauptsätze und werden durch ein Komma getrennt. Regel, Wortstellung, Aufbau, je plus, wie viel, Komparativ. Plus, Subjekt, plus Prädikat, desto plus Komparativ, plus Subjekt, plus Prädikat. Beide Teilsätze stehen als Hauptsätze, Verb in Position 2. Alternativ, je früher, desto besser. Kurzformen sind üblich.
Häufige Fehler. Verb oder Wortstellung verwechseln. Kein das verwenden. Kein Komma weglassen. Bei 2 Hauptsätzen steht ein Komma. Je früher du kommst, desto einfacher findest du einen Parkplatz. Je früher du kommst, desto einfacher findest du einen Parkplatz. Je mehr ich übe, desto sicherer fühle ich mich im Test. Je mehr ich übe, desto sicherer fühle ich mich im Test. Je länger das Meeting dauert, desto müder werde ich. Je länger das Meeting dauert, desto müder werde ich. Je besser das Wetter ist, desto mehr Leute gehen spazieren. Je besser das Wetter ist, desto mehr Leute gehen spazieren. Je älter man wird, desto wichtiger wird die Gesundheit. Je älter man wird, desto wichtiger wird die Gesundheit. Kurze Zusammenfassung, Tipps fürs Üben, B1, weder, noch, nicht A und nicht B. Übe mit Nomen, Verben und Adjektiven. Entweder oder der A oder B. Alternative. Achte auf die Satzverbindung. Bei ganzen Sätzen möglich mit Komma. Einerseits, andererseits sah 2 gegenübergestellte Aspekte. Gut in Argumentation. Je, desto perda, Vergleichskorrelation. Beide Teile sind Hauptsätze, Komma dazwischen. Übe mit eigenen Sätzen, ersetze die Beispiele durch persönliche Situationen, Arbeit, Studium, Alltag. Das hilft dir, die Strukturen automatisch zu benutzen. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, die 4 Doppelkonjunktionen weder, noch, entweder oder einerseits, andererseits und je, desto besser zu verstehen. Diese Strukturen sind sehr nützlich, wenn du im Deutschen klarer, logischer und flüssiger sprechen möchtest. Versuche, sie in deinen eigenen Sätzen zu benutzen. Zum Beispiel, wenn du über Vor- und Nachteile sprichst oder Entscheidungen erklärst. Tipp: Wiederhole die Beispiele regelmäßig und bilde neue mit deinem eigenen Wortschatz. So merkst du dir die Konjunktionen schnell und kannst sie natürlich im Alltag anwenden. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, welche Grammatikthemen du dir als nächstes wünschst. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Deutschlernen!